Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist IOTA? Nach diesem Video solltest du gelernt haben, was das Projekt IOTA bedeutet, außerdem, was das Projekt so besonders macht. Abschließend gebe ich dir noch eine persönliche Einschätzung und eine Analyse zu diesem Projekt. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial aus meiner Serie Kryptos einfach erklärt. Ich bin Miss Krypto und ich möchte dir die Kryptowelt so einfach wie möglich erklären. Du musst dafür kein Profi sein und auch nicht alles zu 100% verstehen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr, das ist keine finanzielle Beratung. Es ist dein Geld, investiere also smart. Zunächst erst einmal, was ist IOTA? IOTA ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, welches sich auf die Kommunikation und Transaktion zwischen Maschinen untereinander spezialisiert hat. Dieser Maschinen-zu-Maschinen-Bereich ist wiederum eng verbunden mit dem Internet der Dinge. Die Vision von IOTA ist es, der neue Standard für das Internet der Dinge zu werden und ein Fundament für Smart Homes, Smart Cities und viele weitere elektrische Systeme zu bilden. Die Plattform basiert wie andere Kryptounternehmen auch auf einer Distributed Ledger Technologie, kurz DLT genannt. DLT ist der Sammelbegriff für verschiedene Technologien dieser Art und kann auch auf Deutsch in etwa wie verteiltes Hauptbuch übersetzt werden. Die Blockchain-Technologie als die bekannteste DLT wird von den meisten Kryptounternehmen verwendet. Anders dagegen verwendet die Plattform IOTA als unternehmensspezifische DLT die sogenannte Tangle-Technologie. Aus diesem Grunde wird das Projekt mit seiner Technologie auch häufig Next Generation of Distributed Ledger Technologie genannt. IOTA wurde nach einem ICO 2015 gegründet und das Netzwerk wurde dann mit der ersten Testphase ein Jahr später, also 2016, eingeführt. Die IOTA-Coins werden als traditionelle Kryptowährung getradet. Zum heutigen Stand des Videos ist IOTA auf Rang 42 von CoinMarketCap gelistet und zählt meiner Ansicht nach zu den außergewöhnlich zukunftsorientierten Projekten mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Euro. Was macht IOTA so besonders? Schauen wir uns dazu zunächst erst einmal eben diese spezielle Technologie an, das Tangle, das IOTA von anderen Kryptos abhebt. Das sogenannte Tangle bedeutet, sehr vereinfacht ausgedrückt, so etwas wie ein wirres Knäuel und bezieht sich auf die Struktur der Daten im System. Die Daten sind anders als auf der Blockchain nicht in Blöcken hintereinander strukturiert, sondern liegen in einem System aus lauter Knoten vor. An jedem Knotenpunkt werden also nur lokal Transaktionen bestätigt, sodass anders als bei der Blockchain nicht alle Transaktionsbestätigungen durch einen einzigen Knoten laufen müssen. Die Teilnehmer in diesem bündelartigen Geflecht müssen vor jeder eigenen Transaktion 2 frühere Transaktionen bestätigen. So wird sichergestellt, dass das Tangle mit seinen Daten weiterhin korrekt strukturiert ist. Das Tangle bietet dadurch vor allem 2 Vorteile. Zum einen gibt es keine Blockchain und dadurch auch keine sogenannten Miner, die den Zustimmungsmechanismus Proof of Work benutzen. Das sind die Teilnehmer, deren Job es ist, die korrekten Blöcke auf einer Blockchain in der richtigen Reihenfolge mit extremst aufwendigen Rechenleistungen zu bestätigen. Beim Tangle fällt die Entlohnung an die Miner weg. So bleiben alle Transaktionen im Netzwerk gebührenfrei. Zum anderen soll das Tangle das Problem langsamer Transaktionsgeschwindigkeiten lösen. Bei herkömmlichen Blockchain-basierten Coins, wie zum Beispiel bei Bitcoin, ist es so, dass je höher die Teilnehmerzahl wird, desto langsamer wird die Blockchain und desto länger dauert es, bis die Coins zum Beispiel auf deinem Wallet ankommen würden. Die Tangle-Struktur soll dagegen auf einem anderen mathematischen Konzept nicht hintereinander, sondern eher parallel arbeiten und durch die zeitgleiche Validierung von Transaktionen wird das Netzwerk damit schneller. Ein genialer Plan also, um ein wachsendes und nachhaltiges Ökosystem zu bedienen, wenig Kosten bei unendlich vielen Transaktionen. Sei dir bewusst, dass das Modell von Tangle weitaus komplexer ist, als ich das gerade eben so erzählt habe. Doch mal im Ernst, unabhängig davon ist das Ganze ziemlich spannend, oder? Wo kann IOTA nun konkret angewandt werden? Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass IOTA für das Internet der Dinge entwickelt wurde. Doch was verstehen wir eigentlich unter diesem Begriff? Das Internet der Dinge ist ein Sammelbegriff für die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen oder die eigenständige Kommunikation von Maschine zu Maschine. Das Internet der Dinge soll den Menschen im Alltag unterstützen, ohne dabei großartig aufzufallen, also ohne dass der Mensch noch bewusst eingreifen muss. Es gilt, eine nahtlose Zusammenarbeit zu schaffen zwischen menschlichem und elektronischem System. Daten werden dabei aus der realen Umgebung des Menschen gesammelt und in internetähnliche Strukturen zur Verfügung gestellt. Deswegen auch das Internet im Namen. Es gibt sämtliche Überschneidungen zu anderen Begriffen, doch das sollte vorerst reichen, um grundsätzlich einfach mal zu verstehen, wo wir uns aufhalten. Anwendungsmöglichkeiten für das Internet der Dinge finden sich vor allem in der Automobilindustrie oder in den Smart Cities. Aus deinem Alltag mal ein konkretes Beispiel dazu. Du bist mit deinem Auto unterwegs und möchtest für einen Termin in der Stadt parken. Während du noch in die Parklücke einbiegst, zahlt dein Auto automatisch über sein In-Car-Wallet die Parkgebühr.
Nach deinem Termin auf dem Rückweg merkst du, dass dein Tank leer ist. Dein Auto zahlt für dich an der Tankstelle ganz von selbst, ohne dass du nochmal persönlich zur Kasse hasten musst. Es ist schon spät, als du daheim ankommst. Du hast einfach richtig Hunger, jedoch haben alle Supermärkte bereits geschlossen. Ein Glück, dass dein smarter Kühlschrank schon eigenständig alle Lebensmittel nachbestellt hat, weil er über den Tag gemerkt hat, dass du alles an Vorräten aufgebraucht hast. Das ist jetzt einfach ein einfaches Beispiel für dich als Privatperson gewesen. Stell dir jedoch einmal vor, dass das Internet der Dinge auch für sämtliche Industriezweige hilfreich sein kann. Neben dem Use Case von diesem smarten System für Privatpersonen sowie für ganze Wirtschaftszweige baut IOTA seinen Nutzungsrahmen mit Tokens noch weiter aus. Weitere Schwerpunkte der Anwendung neben Mobilität und Smart City möchte IOTA aus folgenden Bereichen anbieten. Das ist zum Beispiel hier der sogenannte Social Impact, also die soziale Ausrichtung. Dazu gehört zum Beispiel auch die Anwendung für den Bereich nachhaltiger Entwicklungen oder die Vereinfachung staatlicher Bürokratie und Verwaltungsdienste. Dann der Global Trade, der globale Handel. Dazu gehört auch das System der sogenannten Supply Chain. Das bedeutet das transparente Verfolgen von Produkten zwischen allen Händlern und Verbrauchern und somit auch eine sichere Verifizierung als echtes, also nicht gefälschtes Produkt. Auch die Smart bzw. Digital Identity von Menschen, aber auch von Dingen gehört dazu. Beispielsweise bedeutet es, dass IOTA benutzt werden kann, damit du bestimmte Daten oder persönliche Dokumente von überall aus und auch an jeden Drittanbieter verschlüsselt und fälschungssicher senden kannst. Es gibt so viele weitere Beispiele, ein unfassbar endloses Meer an Möglichkeiten, die noch in Aussicht stehen. Wer steckt hinter solch einem Projekt mit solch einer Vision? Wer sind also die Menschen hinter IOTA? IOTA wurde 2015 von 4 Gründern ins Leben gerufen: Ivan Treglo, Popov, Santiago und China. Alle 4 Gründer haben sich als Fachleute mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf den Gebieten der Mathematik, künstlicher Intelligenz und der Softwareentwicklung beweisen können. China hat sogar schon mit Charles Hoskinson, dem Gründer von Cardano, für ein ehemaliges Schweizer Startup zusammengearbeitet. Popov und China sind noch aktiv im Projekt dabei. Innerhalb kürzester Zeit stellte sich ein Team mit Mitgliedern aus mehr als 25 Ländern auf. Es gibt eine weitere Besonderheit im Rahmen der IOTA-Mitglieder zu nennen, und zwar ist das die IOTA Foundation. Der IOTA Foundation ist damit die erste Kryptostiftung in Deutschland. Die Foundation wurde 2017 mit einer Spende von 5% aller IOTA-Tokens durch die Community gegründet. Als Stiftung hat sie die offizielle Aufgabe, weniger profitorientiert zu arbeiten und vielmehr alles daran zu legen, das Netzwerk und die Forschung zu unterstützen, um neue Technologien aus dem DLT-Bereich langfristig zu fördern. Rechtlich betrachtet gar keine so leichte Aufgabe und eine große Herausforderung für solch eine Stiftung. Durch das Mitwirken der offiziellen Foundation soll sichergestellt werden, dass ein deutsch ansässiges Unternehmen von Anfang an Rückenwind erhält, das Projekt IOTA starken Auftrieb erhält und auch Partnerschaften außerhalb des Kryptosegments Interesse daran bekommen, mitzuwirken. Welche Partnerschaften und Unterstützer konnte IOTA auf diese Weise dann bisher gewinnen? Tja, das sind so einige und auch gar nicht mal so unbekannte Partnerschaften und Kooperationen. Derzeit schon über 100 verschiedene Kooperationen aus den Bereichen der Automobilindustrie, Consultingfirmen, Forschung und Entwicklung und Kryptobörsen und so weiter. Um dir mal wieder eine kleine, aber feine Auswahl zu nennen: Fujitsu, Bosch, Jaguar Land Rover, Volkswagen, aber auch ganze Städte wie Taipei City, das ist die Hauptstadt von Taiwan. Darüber hinaus wurde mit einem Daten-Marketplace ein gigantisches Netzwerk aus Partnern geschaffen. Da gehört auch zum Beispiel die Deutsche Telekom dazu oder Philips. Und in diesem Daten-Marketplace können eben Unternehmen, aber auch Privatnutzer zum Beispiel aus Daten, die über Sensoren erzeugt wurden, diese Daten anbieten, verkaufen und auch wieder verkaufen. Du kennst jetzt schon einen Teil der Technologie von IOTA. Noch ein kleiner Ausflug dazu zu den IOTA-Tokens, bevor es zur entscheidenden Analyse geht. Was kannst du mit IOTA-Tokens alles machen? Der Maximalvorrat der IOTA-Tokens beträgt über 2,7 Milliarden Tokens. Alle Tokens sind bereits im Umlauf und können nicht neu generiert werden. Die Tokens sind somit nicht inflationär entwickelt worden. Während des ersten Crowd Sales 2015 wurde der IOTA-Token als Utility-Token ausgestellt, also als zweckdienlicher Token, und zwar mit dem Zweck, Zahlungen innerhalb des Netzwerks zu ermöglichen. Wie bereits erwähnt, wurden dann im Jahr 2017 5% aller Tokens an die IOTA Foundation gespendet. IOTA-Tokens sollen den zukünftigen Datentransfer zwischen Menschen und Maschinen ermöglichen. Dem Unternehmen ist es wichtig, einen fairen Token zu kreieren. Daher existieren keine verwahrten Reserve-Tokens und auch keine Extra-Prämien an die Gründer. Da IOTA nicht über einen Zustimmungsmechanismus wie Proof of Work, also das Mining, oder Proof of Stake, das Staking läuft, gibt es keine Transaktionsgebühren. Dies macht den Token wiederum geeignet für sogenannte Mikrozahlungen. Das sind die sogenannten Micropayments.
Damit sind Zahlungsverfahren gemeint, wo nur sehr geringe Summen transferiert werden. Und das dürfte wiederum für das Internet Dinge sehr interessant werden. Die kleinste Einheit von IOTA ist 1 IOTA. Bei Bitcoin wäre das analog ein Satoshi. Micropayments wären im Bitcoin oder im Ethereum-Netzwerk gar nicht rentabel, da die Gebühren für eine Transaktion höher als der eigentliche Betrag der Transaktion wäre. IOTAs sind an verschiedenen Börsen wie zum Beispiel Binance, Bitfinex oder Bitpanda zu handeln und vor allem über Handelspaare wie zum Beispiel mit Bitcoin erhältlich. Das offizielle Softwallet von IOTA heißt Firefly, auf dem du deine Tokens sichern und managen kannst. Weitere Kompatibilitäten zu anderen Hardware-Wallet-Anbietern sind erneut in Planung. Mein Fazit zu IOTA: IOTA ist ein Projekt, welches für die Zukunft entwickelt wurde und dessen Vision im ersten Moment vielleicht wie ein Science-Fiction-Film klingen mag. Doch IOTA möchte kommen, um zu bleiben, um Fiktion unendlich real werden zu lassen und die Digitalisierung voranzutreiben. Aus diesem Grund halte ich folgende 3 Punkte für Stärken des Projekts. Das ist erstens die außergewöhnliche Tangle-Technologie. Tangle ist keine Blockchain, sondern eine ganz andere Technologie aus dem Bereich der Distributed Ledgers. Das Tangle ist darauf ausgerichtet, dass es schneller wird, je mehr Nutzer am Netzwerk teilnehmen. Und Tangle ist gebührenfrei. Mit diesen Vorteilen sind Startbedingungen für Micropayments sowie hohe Nutzerzahlen optimal gesetzt. Zwar gibt es noch aktuelle Entwicklungen, in welchen es gerade darum geht, mehr Dezentralisierung im Tangle zu erreichen. Das wurde in der Vergangenheit kritisiert. Doch mit dem Beenden des nächsten großen Upgrades auf IOTA 2.0 entlang der aktuell definierten Roadmap soll das Tangle völlig dezentralisiert laufen. Zweitens. Das Produkt IOTA an und für sich. IOTA möchte ein neuer Industriestandard werden im Bereich Micropayments im Internet der Dinge. Schätzungen zufolge soll es bis 2024 über 20 Milliarden solcher Geräte geben und bis 2050 sogar 50 Milliarden angeschlossener smarter Geräte. Das Internet der Dinge ist also kein kleines Feld für so eine Anwendung. Darüber hinaus werden immer mehr Angebote durch die IOTA-Tokens auf den Markt gebracht, die über das IoT, das Internet der Dinge, hinausgehen, wie zum Beispiel die Smart Identity, wie ich es vorhin erwähnt habe, oder die Supply Chain oder auch eben ganze Datenmarktsätze, die kreiert wurden und geschaffen wurden. Mit Smart Contracts und Supply Chain gibt es dann zum Beispiel Überschneidungen, wenn sogar Synergien zu Projekten wie Cardano oder VeChain. Mit diesen unvorstellbaren Möglichkeiten könnte IOTA als bestimmter Industriestandard fast mit Ripple verglichen werden, sollten die nächsten Umsetzungen in die Praxis gelingen. Drittens. Viele große Fische stehen hinter dem Projekt. Da gibt es zum einen die IOTA Foundation, die als Stiftung eine öffentliche Legitimation für ein Kryptoprojekt schaffen konnte und zwar von Anfang an finanziell wie organisatorisch beiseite steht. Und zum anderen sind da natürlich sämtliche Kooperationen mit Organisationen aus verschiedenen Branchen sowie große Partnerschaften. Würde ein Unternehmen wie Bosch, Volkswagen oder die Telekom hinter einem Projekt stehen, wenn es nicht daran glauben würde? Nun gilt es alles daran zu setzen, dass das Team hinter IOTA sich auf einen gemeinsamen Kurs einigt, um das Projekt auf die nächste Ebene zu bringen. Was wäre noch abschließend vielleicht aus Investorensicht zu IOTA zu sagen? Das wäre vielleicht zum einen eher langsamer der nachhaltig orientierte Entwicklungsprozess von IOTA, für den vielleicht von so manchem von uns die Geduld fehlen könnte. IOTA ist eher für ein langfristig orientiertes Investment gedacht von etwa 5 bis 10 Jahren. Die IOTA-Tokens sind auch nicht so konzipiert worden, dass ein Anleger mit mehr Geld auch mehr verdient, wie es zum Beispiel bei anderen Mechanismen wie Proof of Stake der Fall wäre. Die Foundation hat sich ganz klar für einen fair konzipierten Token in einem wachsenden Ökosystem ausgesprochen. Darüber hinaus kommt es natürlich auch ganz auf die zukünftigen Entwicklungen des Projektcodes über das Tangle an. Ich bin selbst von IOTA absolut begeistert und fasziniert. Es bleibt spannend, wie sich IOTA als Sonderling unter den Kryptounternehmen herauskristallisieren wird und halte sehr viel von dem Projekt. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Du magst vielleicht noch die ein oder andere Frage haben. Wenn ja, so schreib einfach einen Kommentar unten drunter. Auch wenn du eine Meinung hast zu IOTA, teile sie uns gerne mit. Vergiss nicht noch schnell ein Like zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Danke für deine Unterstützung. Ich bin Miss Krypto und von Kryptos fasziniert.